falls ihr schon wieder alles vergessen habt, hier nochmal zum Mitschreiben. Also, erst sind wir diese normalen Highschool-Mädchen und Agentinnen. Und dann erzählt uns Jerry auf einmal, dass wir zu normalen Highschool-Mädchen und Superagentinnen befördert wurden. Und zu einer total schicken, streng geheimen Trainingseinrichtung geschickt werden. Ziemlich großartig, richtig? Falsch. Abgesehen davon, dass wir einen super attraktiven Mitspion namens Dean getroffen und mit ein paar coolen virtuellen Whoop-Ausbildern abgehangen haben, war diese Erfahrung ziemlich durchwachsen. Nicht nur, dass wir bösartig von einem wütenden Ballsaal angegriffen wurden, unser Gastgeber Terrence stellte sich auch noch als Riesenfiesling heraus. Er hat Dean gefangen genommen und dann in so einen komischen Gelkäfig gesteckt. Und uns dann befohlen, Jerry auszuschalten und einen wichtigen Mikrochip mitzubringen, den er versteckt an seinem Körper trägt. Alles, was ich sagen kann, ist, wie unhöflich. Ich schalte auf Autopilot um. Bereit zum Absprung, Mädels. Okay, springt auf 3! Warte, zählen wir aufwärts oder abwärts? Aufwärts! Vergesst das Zählen, springt einfach. Alex! Helft mir! Halt durch, wir sind gleich da! Pack dich! Gut gemacht. Für einen Moment dachte ich, meine Superagentin-Karriere würde mit einem frühen Ausscheiden enden. Bisher ist noch niemand in Sicherheit. Alex, halt dich fest! Danke für den Flug. Hat Spaß gemacht. Ja, vielleicht einem von uns. Ich brauche eine Woche harter Yoga-Übungen, um meine Wirbelsäule wieder einzurenken. Okay, Mädels, genug geredet. Wenn wir Terrence loswerden, Jerry finden und Dean retten wollen, brauchen wir einen Plan. Wenn dieser Megaloser Terry jede unserer Bewegungen verfolgt, wird es da nicht viel zu planen geben. Das einzige Mal, dass mein Name genannt wird, sollte sein, wenn Jerry ihn vor seinem Tode ausspricht. Also bitte, Ladies. Weniger grübeln, mehr eliminieren. Oder der gute alte Terrence beginnt seinen Prozess des Ausschaltens mit eurem Kumpel Dean. Bitte helft mir. Sieht aus, als ob unser Pläne-Schmieden schon offiziell beendet wäre. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kommt mit. Wartet, wo wollt ihr hin? Terrence liebt keine Überraschungen. Wir sollten erst mal eine Weile hier bleiben, Sam. Ja, tolle Idee, aber nur, wenn man keinen Geruchssinn hat. Tut mir leid, aber verzweifelte Situationen fordern ungewöhnliche Lösungen. Und jetzt lasst uns überlegen, wie wir Terrence abhängen können. Wenn wir doch nur nützliches Zubehör anstatt dieser lahmen Hologramm-Medaillons hätten, dann könnten wir etwas riskieren. Vielleicht sind sie ja doch nicht so lahm. Ich könnte versuchen, sie so zu manipulieren, dass sie unsere Bilder projizieren und Terrence glaubt, dass wir Jerry eliminieren. Aber in Wirklichkeit schleichen wir uns davon, suchen Jerry und sagen ihm, was wirklich mit Terrence los ist. Ganz genau. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Es ist die alte Lockvogeltechnik, Alex. Und damit du es weißt, sie ist echt brillant. In diesem Fall sage ich, lasst es uns versuchen, Leute. 3 Hologramm-Ablenkungsmanöver, sofort zur Stelle. Clover, Alex und Sam trifft. Clover, Alex und Sam. Oh, seht euch das an. Als Hologramm sehe ich noch viel heißer aus. Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Was findest du denn nicht gut, Sam? Mich? Ich bin so... Oh. Bitte, seit wann interessiert dich denn dein Aussehen? Genau, seit jetzt. Ich sehe nicht gerade attraktiv aus. Ach, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, seine Eitelkeit zu entdecken, Sam. Wir müssen die durchgehende Ausstrahlung von Terrence Programm unterbrechen. Schon vergessen? Nein. Und ich habe auch schon eine Idee. Lasst uns gehen. Runter mit den Schirmen, Leute. Terrence versucht, seine Spione zu finden. Ja, genau. Da sind sie ja endlich. Geduld, Terrence. Hab doch Geduld. Oh, nein, zu konservativ. Nicht konservativ genug. Seht doch mal, da ist Jerry. Nehmen
Sie mein Portemonnaie? Es ist in meiner Tasche. Cool, Geld zum Einkaufen. Clover! Clover? Ladies, was machen Sie hier? Warum sind Sie nicht in der WUP-Einrichtung und trainieren für Ihre Beförderung? Wenn Sie ohne Erlaubnis shoppen gehen, können Sie sicher sein, dass Sie gefeuert werden. Kein Problem, denn bisher war unsere große Beförderung nichts als ein riesengroßes Fiasko und zwar total. Jerry, irgendwas ist schiefgelaufen. Die Trainingseinrichtung hat sich in eine Foltereinrichtung verwandelt und sie haben Dean in eine Art Plexiglaszelle eingesperrt. Und dieser kaputte Gastgeber Terrence, der sich um uns kümmern sollte, will jetzt, dass wir uns um sie kümmern. Und mit um sie kümmern meint er sie eliminieren. Terrence, das kann ich nicht glauben. Heißt das etwa, Sie kennen diesen Kerl? Sagen wir einfach, er ist eine Person aus meiner Vergangenheit. Also, diese Person aus ihrer Vergangenheit will sie so schnell wie möglich ausschalten. Und er will außerdem, dass wir einen Mikrochip von ihnen kriegen. Meine Güte, das ist wirklich ernst. Wir sollten sofort zu mir nach Hause in mein Büro gehen. Na, haben Sie alle reingepasst? Wir haben uns eher reingequetscht. Verzeihen Sie die Unordnung, Ladies, aber ich habe keine Gäste erwartet. Kassetten? Neon? Wow, Jerry, das ist ja hier ein totales 80er-Jahre-Museum. Also, Jerry, für so einen Hightech-Mann wie Sie leben Sie aber zu Hause ganz schön veraltet. Apropos Vergangenheit, wer ist denn das andere Kind auf dem Bild? Das da ist mein Zwillingsbruder. Hallo, ganz schön geheimnisvoll. Ja, seit wann haben Sie denn einen Zwilling? Ah, seit seiner Geburt, das weiß ich ja sogar. Okay, Ladies, Zeit, sich zu konzentrieren. Wir haben etwas zu erledigen. Unsere einzige Hoffnung ist, durch einen ausgefeilten und überzeugenden Angriff auf mich, Terrence so zu überlisten, dass er glaubt, dass ich wirklich gestorben bin. Ein Angriff, der von jedem von Ihnen meisterhaftes Schauspieltalent erfordert. Cool. Nur ein paar Schuhe? Bla, bla, bla. Jetzt wurde wirklich genug geredet. Bewegt euch oder Terrence macht euch Beine. Dieser Plan rockt. Total, aber fallen Sie nicht bei dem Teil, wo wir spielen, dass wir sie von der Brücke werfen, wirklich von der Brücke? Ich werde ein Bungee-Seil diskret um meinen Knöchel geschlungen haben. Und wegen des geheimen Mikrochips, den Terrence verlangte, Eklig. ich ersetze den richtigen Mikrochip durch eine Attrappe. So etwa. Gute Idee. Was hat es denn überhaupt mit dem Mikrochip auf sich? Für lange Erklärungen bleibt später noch genügend Zeit, hoffe ich. Vergessen Sie nur nicht, während der Verfolgung den Leberfleck abzureißen. Ich Glückliche. Und geben Sie Terrence den falschen Chip, wenn Sie wieder in der Trainingseinrichtung sind. Wann werden wir sie wiedersehen? Ich werde zu Ihnen in die Trainingseinrichtung kommen, wo wir dann zusammen Terrence besiegen und Dean retten. Das klappt, Jerry. Lasst uns gehen, Aber Spione. nicht ohne Ihr Zubehör. Das nenne ich einen gut gefüllten Kühlschrank. Molekültrennendes Haarspray? Perfekt, ich könnte wirklich mal meine Frisur ändern. Ich würde das nicht an Ihren Kopf halten. Es ändert wesentlich mehr als nur Ihre Frisur. Ein nicht so fröhlicher Scherzartikel. Wie ironisch. Ein Sonarhandy mit Antennenbohrer. Cool. Oh, ich meine, ouch. Ah, ich fahr lieber die Antenne ein, bevor ich es jetzt in meine Tasche tue. Und für mich eine Ascot Lasernadel. Und natürlich X-Puder. Ich habe immer welche zu Hause vorrätig. Ja, dann kann ich jetzt endlich ein paar richtig schicke Outfits anprobieren. Und? Du siehst wie ein Sofa aus. Wie wahr. Und nun los, bevor Terrence Ihren kleinen Trick noch entdeckt. Ich glaube, ich habe etwas gelernt. Ich durchschaue Ihren Trick. Sie wollen Terrence zum Wahnsinn treiben. Vielleicht bewegt ihr euch, wenn ich euren lieben Freund Dean umbringe. Was wirklich eine der schwierigsten Entscheidungen ist, die man als junges Mädchen treffen muss. Auf Wiedersehen, hässliche Holospione. Hallo, echte Spione. Kommt schon, Mädels, lasst es uns durchziehen. Das hat sie zur Vernunft kommen lassen. Was für ein perfekter Tag für einen kleinen Spaziergang.
Ich kenne falsche Identitäten, aber falsche Leberflecke? Alex, was hat das alles zu bedeuten? Für Sie großen Ärger. Verzeihung? Tut mir leid, Jerry, aber ich habe keine Wahl. Ich nehme jetzt diesen Mikrochip und Sie bringe ich weg. Und zwar nicht, um Sie ins Restaurant einzuladen. Alex, das können Sie doch nicht tun. Ich wünschte, ich könnte es nicht, aber doch, ich kann es. Ja! 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 Dann kann ich es auch. Ja! Ah, ziemlich gut für einen alten Mann, aber ziemlich gut ist nicht gut genug. Ja! Ich habe euch gut ausgebildet. Tut mir leid, Lehrer, aber die Schulzeit ist vorbei. Nicht, solange ich es nicht sage. Okay, die Klasse kann jetzt gehen. Bitte lass sie nicht verschwitzt sein. Bitte lass sie nicht verschwitzt sein. Ich hatte doch bitte gesagt. Hey, das ist mein Motorrad! Na, endlich kommt mal was Gutes im Fernsehen. Ha! Ich bin frei! Ja, so frei gleich zu stürzen. Oh, Zeit anzuhalten, runterzufallen und abzurollen. Das war knapp. Genau wie das hier. Tut mir leid, Jerry, aber für Sie ist die Sache gelaufen. Machen Sie sich's leicht und springen Sie an Bord. Noch nicht mal, wenn mein Leben davon abhinge. Worüber freuen Sie sich denn so? Ihr habt Jerry nicht eliminiert. Das macht Terrence wirklich sehr wütend. Vertraut mir bitte. Ihr würdet Terrence bestimmt nicht mögen, wenn er wirklich sehr wütend ist. Ihm nach, Spione! Ihr seid doch besser ausgebildet worden. Hallo? Ich habe mir mein Haar ruiniert. Clover! Wo ist Jerry? Oh, da drüben. Los, kommt schon. Führen wir das zu Ende. Nein, bitte! Ich flehe euch an! Ist das Teil seines Plans? Also ich fürchte nein. Ich flieg näher ran. Ja! Ja! Jerry? Ich sehe ihn nicht. Ich fürchte fast, er ist weg. Für immer. Bravo, Agentinnen! Oder sollte ich Doppelagentinnen sagen? Endlich nach all diesen Jahren bekommt Terrence seine Rache. Und die ist ja so furchtbar süß. Ich sehe euch und den Mikrochip dann also wieder in der Trainingseinrichtung. Ich kann nicht glauben, dass Jerry nicht mehr da ist. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach das Bungee-Seil benutzt hat. Ich habe mich immer beschwert, dass Jerry uns gewuppt hat. Jetzt wird er uns nie mehr wuppen. Was sollen wir jetzt tun? Was Jerry von uns verlangt hätte. Unsere Arbeit beenden. Du hast recht, Sam. Dean wird immer noch gefangen gehalten. Und Terrence verfolgt immer noch seinen fiesen Plan. Lasst uns herausfinden, ob Rache wirklich so süß ist, wie Terrence meinte. Ja, dieser komische Terrence soll an seinen Worten noch mal ersticken.
Plan haben wir diesmal? Unsere beste Chance, Terrence zu besiegen und Dean zu retten, ist, Dean aus seiner Zelle zu befreien und seine auserwählten Kräfte zu benutzen, um Terrence zu schlagen. Klingt ziemlich einfach. Wenn wir nur wüssten, wie wir uns da reinschleichen können. Voila, ein versteckter Zugang. Wir sollen da reingehen? Das soll wohl ein Scherz sein. Ist doch nicht schlimmer als der Müllwagen. Guter Punkt. Komm schon, das Sonar-Handy wird uns führen. Ich nehm's zurück. Verglichen mit diesem Ort hier war der Müllwagen geradezu keimfrei. Oh, woher wissen wir, wann wir unter der Trainingseinrichtung sind? Na, wir suchen nach einem großen Punkt auf dem Sonar. Ungefähr wie diesem hier. Fantastisch. Es ist Zeit, Dean aus seiner Zelle zu befreien. Und jetzt geht's los, Leute. Oh, da ist Dean. Oh, er sieht nicht sehr gut aus und das sagt einiges, wenn man bedenkt, dass wir über so einen attraktiven Typen sprechen. Kommt schon, wir holen ihn besser da raus. Schnell. Das können wir nicht. Je näher wir rangehen, desto größer wird der Druck. Doch, das können wir. Dieses Molekültrenner-Haarspray hilft nicht gerade meinem langweiligen Aussehen, aber es ist starkes Zeug. Es erreicht ihn ja gar nicht. Oh, weiß Jerry denn nicht, dass man niemals Haarspray kauft, wenn es nicht extra stark ist? Oh, es muss doch einen Weg geben, wie das Spray in die Zelle gelangt. Ja, aber das könnte gefährlich werden. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Sicherheit etwas stärker in den Hintergrund treten muss. Einverstanden. Aber Mädels, versucht das bitte nicht zu Hause. Fantastisch. Dean, wach auf! Ich bin's, Clover. Oh, du bist eine Puppe! Ruhig, Clover. Jetzt ist absolut nicht die Zeit zum Flirten. Nein, Dean ist eine Puppe, eine wirkliche Puppe. Und was ist dann mit dem richtigen Dean passiert? Wie komisch, dass ihr danach fragt. Terrence! So treffen wir uns wieder. Kommt schon, los geht's. Also ich würde sagen, auf diese Weise kommt ihr aber nirgendwo hin. Ihr solltet mal eure verdutzten Gesichter sehen. Einfach unbezahlbar. Unbezahlbar? Das würde ich nicht sagen. Sie werden dafür bezahlen, Terrence. Ja, Dean wird uns aber sowas von retten. Dean! Das würdest du nicht wagen. Du hast recht, Terry. Das würde ich nicht. Gute Entscheidung, Auserwählter. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass unser Dean hier ein Doppelagent ist? Niemals. Unmöglich. Ich glaube, sehr wohl möglich. Ich habe erkannt, dass es mehr Spaß macht, auf der bösen Seite zu stehen, als auf der guten. Und ich habe tatsächlich gedacht, du wärst cool. Nur, dass du es weißt. Doppelagenten sind doppelt uncool. Gib nicht Dean die Schuld. Er konnte nicht widerstehen, mir bei meinem Spionoiden-Projekt zu helfen. Und dieser Chip hier ist der Schlüssel, der uns endlich Einlass verschaffen wird. Ist doch egal, als ob uns ihr blödes Droidenprojekt interessieren würde. Das tut es schon noch, wenn ihr erst seht, wie es auf köstliche Weise böse ist. Tut uns leid, aber das Böse kann uns nicht beeindrucken. Und wieso habt ihr dann die ganzen Jahre bei diesem heuchlerischen, heimtückischen Jerry rumgehangen? Reden Sie nicht so schlecht über Jerry. Er war einfach der Beste. Total, und er hatte es bestimmt nicht verdient, so von uns zu gehen. Ruhe! Euer Jerry hat genau das bekommen, was er verdient. Ich bedauere nur sehr, dass ich nicht selbst miterleben durfte, wie er gelitten hat. Außerdem bedauere ich es ebenfalls, dass ich solche beispielhaften Spione, wie ihr es seid, jetzt loswerden muss. Also für einen Tag bedauern Sie ja ganz schön viel. Vielleicht sollten Sie deshalb den Plan, uns loszuwerden, auf später verschieben. Es ist wirklich zu schade, Spione mit so viel Stil und Mut schon bald zu verlieren. Besonders dich, liebe Sam. Was, wirklich? Sie finden nicht, dass ich langweilig aussehe? Mit diesem wilden, teuflischen roten Haar? Wohl kaum. Danke und... Oh, für das, was Terrence gleich mit euch tun wird, werdet ihr ihm ganz bestimmt nicht danken. Zurück im virtuellen Ballsaal? Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Dieser Saal bringt Unglück. Kommt schon, Leute. Nur weil uns das letzte Mal die Wände entgegengekommen sind, heißt das noch lange nicht, dass alles vorbei ist, oder? Auf Wiedersehen, Mädels. So schwer es auch zu glauben ist. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es so enden muss. Dann tut es wenigstens einem leid. Unruhige Landung! Unruhige Landung? Was hat denn das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir in großen Schwierigkeiten stecken. Was meint ihr, wo diese bodenlose Grube enden wird? Eilmeldung, Alex.
nirgendwo. Oh, erst erwischt es Jerry und jetzt uns. Kann denn dieser Tag noch schlimmer werden? Sammy! Okay, das sieht jetzt wirklich schlecht für uns aus. Oh, ich hasse es, das Offensichtliche auszusprechen, aber ich glaube, der Boden kann uns nicht länger tragen. Hey, wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung, aber zurzeit ist das unsere einzige Hoffnung.